Hallo, mein Name ist Michael von Anuka. Auch wenn im Anuka bereits eine ausreichend große Auswahl an Futtermitteln zur Verfügung steht, sind es doch unsere eigenen verwendeten, insbesondere kommerziellen Produkte, die wir in den Rationsplänen integrieren möchten. Da natürlich die Auswahl am Markt verfügbarer Produkte sehr groß ist und sich auch öfter neu erfindet, stelle ich in diesem Video vor, wie im Anuka eigene Futtermittel angelegt und verwendet werden. Nicht zuletzt wird es dadurch auch möglich sein, eure eigenen Rezepturen für Futtermittel zu erfassen und in Rationsplänen zu integrieren. Dazu schauen wir uns zunächst an, auf welchen Wegen wir im Anuka Futtermittel erfassen können. In der Futtermittelerfassung ist es wichtig, dass wir sehr sorgfältig vorgehen. Hierzu werden wir zwei Beispiele anlegen, die sich auch hinsichtlich des Futtermitteltyps unterscheiden. Nämlich sortenreine und zusammengesetzte Futtermittel, wie man sie in kommerziellen Produkten in Form eines Mischfutters wiederfindet. Die angelegten Futtermittel werden wir in einer Analyse zu einem Rationsplan hinzufügen und die getätigten Futtermittelwerte überprüfen. Auch für die Futtermittel gibt es natürlich wieder eine übersichtliche Verwaltungsmaske, die sehr nützliche Zusatzinformationen der eigenen Futtermittel enthält. Diese werden wir uns ansehen und von dort aus Futtermittel anpassen und wieder entfernen. Nach dem Login starten wir wie immer in unserem Anuka Dashboard und wir finden die Futtermittelerfassung hier ganz auf der rechten Seite. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, eigene Futtermittel zu erfassen. Zum einen hier vorne über den Verwaltungsbereich der Futtermittel oder dort, wo man es natürlich auch am meisten benötigt, in einer Rationsplanung selbst. Dazu zeige ich euch kurz in den Rationsplänen, die ich hier in den vorherigen Videos angelegt habe, wo wir das finden. Ich mache jetzt mal hier einen beliebigen auf und die Schaltfläche zur Futtermittelerfassung befindet sich hier auch oben in dem Bereich, wo ihr hier quasi in die Erfassungsmaske einsteigen könnt. Das haben wir deswegen auch hier mit integriert, damit ihr nicht direkt wieder rausspringen müsst, wenn ihr neue Rationspläne erfasst und ihr immer dann hier in dieser Erfassungsmaske für die Rationspläne bleiben könnt und nicht immer einen Seitenwechsel letztendlich machen müsst. Dennoch gehe ich wieder mal zurück über das Einstiegsdashboard bei uns und starte mal über die Verwaltungsfunktion der Futtermittel, wo wir ein bekanntes Look and Feel wiederfinden, die sich immer an der Anuka Verwaltungsseite anlehnen. Wir werden gleich nochmal sehen, wie sich diese Felder dann füllen werden, wenn wir sie über die Futtermittelerfassung etwas näher kennengelernt haben. Hier oben haben wir jetzt die Schaltfläche zur Erfassung eines neuen Futtermittels und dann legen wir gleich mal los. Grundsätzlich haben wir hier verschiedenste Kategorien von Futtermittelerfassungsfelder, die wir hier mit Klicken auch immer auf- und zuklappen können. Wenn man gleich startet, sind die allgemeinen Daten gleich automatisch aufgeklappt und hier oben ganz wichtig, die Mengenbasis, auf welche ihr die Futtermittelinhalte erfassen wollt, ist hier oben auszuwählen. Kleiner Hinweis, sehr viel sind auch gerade bei den Säcken an Futtermittel die Inhaltsstoffbasis des Herstellers auf 1 Kilogramm entsprechend deklariert. Dann schaltet ihr das bitte um. Ihr habt hier dann die Möglichkeit, sehr schnell auch die Zahlen einfach zu übernehmen, wie sie auf dem Futtermittelsack letztendlich stehen oder letztendlich auch, wenn es sich um Dosenprodukte oder geringere Mengenangaben handelt, die auf 100 Gramm Basis angegeben sind oder vielleicht auf 200 Gramm Basis. Somit erleichtern wir euch hier die Taschenrechnerei, um die Zahlen, die auf der Verpackung des Herstellers angegeben sind, erst umzurechnen. Wir speichern das und rechnen das automatisch für euch um. Ihr müsst bloß bei der Erfassung der Futtermittel bitte wirklich darauf achten, dass ihr eine Erfassungsmengenbasis hier auswählt, auf Basis dessen ihr auch später die ganzen Werteingaben tätigt.
Wir werden in diesem Video zwei Futtermittel anlegen. Zum einen ein sogenanntes sortenreines Futtermittel, welches genau einer Klassifizierung entspricht. Und im zweiten Schritt werden wir ein Mischfutter anlegen, welches insbesondere für kommerzielle Fertigprodukte dann verwendet wird. Starten wir allerdings zunächst erstmal mit einem sortenreinen Futtermittel, und dies legt ihr insbesondere dann immer an, wenn gerade unsere Futtermitteldatenbank vielleicht ganz speziell euer verwendetes Produkt nicht abbildet. Und in dem Fall nehme ich einfach mal hier zum Beispiel ein neues Futtermittel, welches ich hier den Lungenbraten anlegen mag, und entsprechend klassifiziere ich das hier auch als Fleisch. Die Preisangabe könnt ihr hier auch tätigen, um später vielleicht in den Rationsplänen in Summe auch mal zusammenrechnen lassen, was der geplante Rationsplan tatsächlich in Summe an Kosten pro Tag oder pro Woche für das Tier verursacht. Dafür könnt ihr hier entsprechend Preise pflegen. Freitextfeld könnt ihr hier noch entsprechend anlegen. Vielleicht hier, weil ihr speziell gerne Bioprodukte euren Tieren geben mag, könnt ihr hier noch ein paar Kommentare verfassen, und dann geht es letztendlich schon auch in die Nährwert- und Inhaltsstofferfassung. Die kommt in den verschiedenen Bereichen auch mit zusätzlichen Tools manchmal einher, die auch die Erfassung der Werte euch vereinfachen soll. Wir werden später bei der Mischfuttererfassung auch die Wende-Analyse mit heranziehen, welche hier wir heute gerade eben nicht brauchen. Die können wir hier auch immer ausblenden. Und für meine Lunge, die ich hier erfassen will, habe ich mir bereits ein paar Inhaltsstoffangaben vom Hersteller mitgeben lassen, und die trage ich jetzt entsprechend ein. Achtet bitte bei der Erfassung der Mengenangaben wirklich immer auf die von uns auch angegebene Mengeneingabe, wie dieser Betrag entsprechend einzugeben ist. Unterschiedliche Hersteller mit unterschiedlichen Deklarationen auf den Produkten kommen immer auch mit entsprechenden Unterschieden daher. Wir haben uns hier im Anuka an die geläufigsten Mengeneinheiten für die verschiedenen Inhaltsstoffe versucht zu halten. Dennoch legen wir uns immer auf eine fest, und deswegen achtet bitte wirklich darauf, insbesondere wenn dort andere Angaben vom Hersteller sind, dies entsprechend umzurechnen. Die Mengeneingaben, die ihr entsprechend auf den Futtermitteln findet, sind ja immer bezogen auf gewisse Basismengen, und hier erfasse ich diese auf einer Basismenge von 100 Gramm. So, ich nehme jetzt mal die Werte, die ich hier auch vorliegen habe. Das sind in meinem Fall 0,4127 Megajoule an Energie. Einen Proteinwert habe ich von 1,2, den Fettgehalt von 1,8, ein sehr mageres Produkt. Und dann können wir zwischen diesen Elementen hier entsprechend umschalten. Die anderen werden dann ausgeblendet, damit immer nur der Fokus auf die jeweilige Kategorie gerichtet bleibt, und das schafft auch bei der Eingabe nach wie vor eine übersichtliche Gestaltung. So, was habe ich hier noch? Magnesiumwert liegt mir hier noch vor von 25 Milligramm. Dann habe ich hier noch einen Natriumwert von 95 Milligramm. Schauen wir weiter. Und ein Eisenwert habe ich hier auch noch von 1,4. Das sind jetzt ein paar Zahlen, die ich mir jetzt hier einfach rausgesucht habe, um euch die Erfassung zu zeigen. Soll jetzt nicht den Anspruch erheben, das vollständig zu erfassen. Sicherlich gibt es hier noch wirklich andere Beträge, die zu den Inhaltsstoffen erfasst sind. Ich möchte mich hier nur mal auf die Erfassung und das Prinzip konzentrieren. Ja, bei den Vitaminanteilen habe ich jetzt erstmal nichts. Auch hier wieder findet ihr einen Einheitenumrechner, der insbesondere auch unterschiedliche Angaben von Mikrogramm in IE für verschiedene Vitamingruppen hier ermöglicht.
Was ich hier bei den Vitaminen mal zeigen möchte, ist, wenn ihr gar keinen Wert eingebt, dann wird es in dem Rationsplan ja mit einem Strich gekennzeichnet, und wenn ihr ganz konkrete Nullwerte eingebt, ich mache das jetzt mal hier, dann heißt das tatsächlich für uns auch in der Berechnung, für die Visualisierung später, dass ein Futtermittel tatsächlich diesen Inhaltsstoff nicht beinhaltet. Währenddessen, wenn ihr die Felder leer lasst, also hier dargestellt mit den grauen 0,00 Vorschlagsfeldern, werden diese dann mit dem Strich später in der Rationsplanung angezeigt. So, wir speichern das Futtermittel mal, das soll uns hier jetzt reichen. Und ihr seht jetzt hier bereits einige Informationen in eurer Übersicht. Wir haben auch hier den Verwendungsnachweis integriert, der jetzt schon anzeigt, dass das bisher nicht verwendet wird. Und das hilft euch auch immer transparent zu sehen, in welchen Analysen ihr eure eigenen angelegten Futtermittel noch verwendet oder, wenn ihr diese nicht mehr verwendet, auch zu entscheiden, ob ihr sie vielleicht löschen wollt. Wir wollen jetzt aber unser eigen angelegtes Futtermittel mal verwenden, und dafür gehen wir auch in unsere Analyse rein, die wir auch in dem anderen Video dafür erstellt haben, und in den Plan von dem Bello fügen wir mal unser neues Produkt hinzu. Das werden wir relativ schnell finden über unsere Lunge, da finden wir das schon, Kalbfilet Lunge. Eure eigen angelegten Futtermittel sind immer hier in der Liste mit einem kleinen Stern gekennzeichnet. Das hilft euch dann relativ schnell, dies auch zu finden in der Vorschlagsliste. Ja, überprüfen werden wir unsere Eingaben, die wir getätigt haben, hier auch gleich mal. Wenn wir genau diese Mengenangabe hier verwenden, die wir auch für die Erfassung genutzt haben, nämlich 100 Gramm, werden wir sehen, dass genau diese Beträge, die wir eingegeben haben, sich hier nun wiederfinden. Das ist auch die logische Konsequenz. Und wir sehen jetzt auch hier in den Vitaminbereichen, die wir mit 0 ausgesteuert haben, dass hier die 0 entsprechend angezeigt wird. Das hilft uns insbesondere sehr, ich sage es immer wieder, bei der Rationsplanung darauf zu achten, dass, wenn hier zum Beispiel beim Jodanteil tatsächlich immer Beträge gepflegt sind, wir relativ sicher sein können, dass die die Unterversorgung in dem Fall tatsächlich stattfindet oder vorhanden ist. Im Gegenzug, wo wir bei Inhaltsstoffen, die mit einem Strich gekennzeichnet sind für verschiedene Futtermittel, wir vielleicht nicht sicher sein können, dass alles bereits berücksichtigt wurde. Ja. Deswegen bitte darauf achten, dass, wenn hier Striche enthalten sind, dass entweder Inhaltsstoffe nicht deklariert wurden, heißt noch lange nicht, dass sie nicht tatsächlich enthalten sind. Deswegen vielleicht auch hier am Beispiel Zink, vielleicht sogar noch ein Anteil Zink in der Praxis existiert, er die aber nicht hier darstellen kann, weil er mathematisch hier in der Datenbank auch nicht letztendlich erfasst wurde. Gut, in der Rationsmix-Grafik sehen wir jetzt auch, dass sich auch unser Fleischanteil erhöht hat. Wenn ich den mal ganz kurz wieder rausnehme, sehen wir auch, dass dieses Filet jetzt wieder nicht berücksichtigt wird. Und da wir dieses Filet halt als Fleischanteil berücksichtigt haben, wird sich entsprechend auch die Rationsmix-Grafik entlang dieser Klassifizierung des Futtermittels dann verändern. Und in dem Fall erhöht sich natürlich nur der Fleischanteil, der sich aktuell bei 200 Gramm befindet. Und wenn ich hier noch weitere 100 Gramm vom Filet hinzufüge, sehe ich, dass natürlich mein Rationsmix sich natürlich mehr aussteuert hinsichtlich des Fleischanteils. Und hier unten sehe ich jetzt auch korrekt zusammengerechnet, beträgt dieser nun 300 statt 200 Gramm. So, das soll es auch schon mal sein, und wir gehen nun wieder zurück in die Futtermittelerfassung, um ein zweites Futtermittel zu erfassen, nämlich den Bereich der kommerziellen Futtermittelprodukte. Als erstes fangen wir mal an, die Daten einzugeben. Hier nutzen wir jetzt unsere integrierte Wenda-Analyse, die uns jetzt hilft, insbesondere die Energie-, die Protein- und Fettwerte entsprechend abzuleiten. Da können wir uns das Leben hier einfach machen und die Werte einfach übernehmen, die angegeben sind. 80% Feuchte, Rohprotein haben wir hier
10,2, Rohfett 5,6, Rohfaser haben wir 0,4 und die Rohasche bei 2. So, die Werte werden jetzt hier automatisch berechnet und schon übertragen. Wir runden hier grundsätzlich immer auf ganze Zahlen auf oder in diesem Fall Zahlen ab. Wir können das natürlich hier auch nochmal manuell übersteuern, um sicherzugehen, dass genau der Fettanteil hier mit übernommen wird, wenn ihr auf die Kommawerte entsprechend exakt Wert legt. So, dann machen wir das hier auch nochmal. So. Und gehen jetzt mal noch weiter, was uns hier gegeben ist. So, Nährwerte haben wir. Mengen. So, bei den Mengen, gut, hat uns der Hersteller mal wieder eine Freude gemacht. Das Ganze ist jetzt auf 85 Gramm ausgelegt. Wir sehen hier, und deswegen schönes Beispiel eigentlich, die Mengenbasis, die wir jetzt hier eintragen, ist auf Basis 100 Gramm. Die bisherigen Angaben waren ja alle Prozentangaben. Damit haben wir grundsätzlich, was Mengen angeht, kein Problem. Allerdings sind jetzt hier Mengenangaben bezogen auf 85 Gramm. Das heißt, wir werden jetzt hier mal eine kleine Mathematik anstellen müssen, um auf die 100 Gramm Mengen zu kommen. Und jetzt fangen wir mal einfach oben an bei den Zinkanteilen. Die sind ja mit 15 Milligramm angegeben für 85 Gramm. Das heißt, werden wir jetzt mal kurz rechnen, was das für 100 Gramm bedeutet. Okay, das Ganze durch 85 und mal 100. Das haben wir hier den schönen Dreisatz mit 17,65. Haben wir jetzt den Zinkanteil berechnet. Schauen wir mal, Mangan ist hier angegeben mit 3 Milligramm. Auch hier das gleiche Spiel und das Ganze mal 100. So, sind wir bei 3,53. Wobei wir jetzt die 3,53 hier in Mikrogramm angeben müssen, sind entsprechend 3530 Mikrogramm hier für Mangan. Dasselbe auch für Jod sehe ich gerade, auch hier einzugeben in Mikrogramm. Wir haben 0,75 Milligramm vom Hersteller vorgegeben. Auch das rechnen wir kurz aus. Durch 85 mal 100 sind 0,882 Milligramm, entsprechend 882 Mikrogramm. Ja, zuletzt für die Spurenelemente haben wir noch Kupfer, auch 0,5 Milligramm angegeben. Dafür rechnen wir auch hier durch 80 mal 100 den Milligrammanteil aus. 0,588, den können wir hier gleich übernehmen und damit wären wir hier fertig. Taurin hier bei den Aminosäuren zu finden. Noch 1500 Milligramm durch 85 mal 100. So, sind wir bei 1700 und nach und auf 65. 1765. Gut, jetzt haben wir auch die Inhaltsstoffangaben korrekt auf der Basis 100 Gramm erfasst, auch wenn diese vom Hersteller auf 85 Gramm angegeben waren. Also bitte darauf achten, was der Hersteller entsprechend angibt, auf welches sich wirklich die Mengenangaben beziehen, dass notfalls diese trotz unserer schon unterstützten Mengenbasisauswahl vielleicht doch umgerechnet werden müssen. So, das war's. Wir haben jetzt unser Mischfuttermittel angelegt. Wir sehen das auch hier. Und wie sich das jetzt auswirkt, werden wir sofort mal überprüfen, insbesondere bei einer neuen Analyse. Warum bei einer neuen Analyse? Weil ich natürlich unser neues Futtermittel, wie haben wir das hier, Thunfischfilet, genau, nun auch aufgrund des Mischfuttermittels sehe, wie dieses sich im Rationsmix zusammensetzt, auch wenn es nur ein Futtermittel ist. Und ich nehme mal die klassischen 100 Gramm, wie wir das erfasst haben. Wir sehen nun, weil wir im Mischfutter die Unterklassifizierung und deren Zusammensetzung angegeben haben, finden wir jetzt genau diese Bestandteile
in unserem Rationsmix wieder, auch wenn wir nur dieses eine Futtermittel auswählen. So, natürlich werden auch alle anderen Futtermittel entlang ihrer Verteilung mit korrekt in diesem Rationsmix zukünftig mit berücksichtigt von der Menge her. Und ich nehme jetzt einfach mal noch mal hier Nudeln dazu. Sehen wir mal einen Hartweizengrieß. Wir sehen schon, da unten kommen Getreideprodukte dazu, die bisher mit 0,0 Gramm berücksichtigt sind. Nehmen wir mal hier noch 100 Gramm. Wir sehen, dass dieser Rationsmix sich jetzt tatsächlich aus 50% Getreide sich ausrichtet und die anderen 50% ist von der Menge her unser Nassfutter. Damit auch hier die korrekte Berücksichtigung insbesondere des gesamten Rationsplans, wenn dieser aus, sag ich mal, kommerziellen Mischfuttern Produkten besteht und sortenreinen Produkten mit einer Klassifizierung dahinter. Gut, kleiner Check noch, wenn wir mal noch irgendwie so ein reines Fleischprodukt nehmen. Was haben wir denn hier? Nehmen wir mal Rind. Wieder da machen. Das ist ein reines Fleischprodukt. Jetzt sehen wir hier unten sind entsprechend die Fleischanteile aufgrund von weiteren 100 Gramm gestiegen auf 138 Gramm. Das entspricht jetzt in unserem gesamten Rationsmix 69%. Und wenn ich den wieder rausnehme, gehen exakt die 100 Gramm auch wieder natürlich raus und wir kommen auf unseren Mischfutteranteil von 38% in unserem Rationsmix. So, und das, denke ich, war ein gutes Beispiel, das Ganze mal aufzuzeigen, wie sich unsere Mischfutter entsprechend auch im Anuka abbilden lassen und wie toll sich die Rationsmix-Grafik auch in dem Mix eurer Rationspläne dann entsprechend integriert. Zuletzt möchte ich noch einen Hinweis geben, wie gehe ich denn jetzt mit den Produkten um, die ich vielleicht schon alle in meinem Futtermitteln angelegt habe. Ihr könnt in eurem Verwaltungsbereich natürlich alle bisherige Futtermittel umstellen, auch auf die neue Funktion des Mischfutters, um diese zu klassifizieren. Und am Beispiel unseres Produktes Kalbsfilet Lungenbraten, den ich hier vorhin als Fleisch klassifiziert habe, möchte ich das ganz gern auch noch mal zeigen. Ihr könnt einfach hier reingehen, schaltet das zukünftig auf Mischfutterklassifizierung um und könnt jetzt hier entsprechend eure Produkte nochmal dahingehend klassifizieren und die Zusammensetzung beschreiben. Die Inhaltsstoffe bleiben natürlich die gleichen, weil das ja immer noch das gleiche Produkt ist von den Nährwertangaben. Und hier habt ihr die Möglichkeit, flexibel eure bereits angelegten Futtermittel entsprechend auch auf die neue Funktion eines Mischfutters und deren Zusammensetzungsangaben zu definieren. Ich mache das mal, ich gehe mal davon aus, dass vielleicht hier ein bisschen 10% Brühe noch mit drin ist und der Rest einfach nur mal den Fleischanteil darstellt. Und wenn ich das jetzt speichere, sehe ich, es ist jetzt auch die Klassifizierung Mischfutter. Und wenn ich in meine Analyse noch abschließend reingehe, sehe ich jetzt auch, dass auch ein Anteil von Brühe nun enthalten ist. Hier in diesem Rationsplan 176 habe ich ja mein Kalbsfilet, den Lungenbraten mit integriert. Und ich sehe jetzt auch völlig korrekt, dass ein Brüheanteil von 10 Gramm, der einen 2,6%igen Anteil meines Rationsmix ausmacht, mit enthalten ist. Mit den Möglichkeiten der Futtermittelerfassung können wir nun alle unsere Futtermittel in den Rationsplänen richtig einfließen lassen. Dazu eine Zusammenfassung, was wir gesehen haben. Sowohl über die Futtermittelverwaltungsmaske als auch in der Analysefunktion haben wir eine Möglichkeit, ein neues Futtermittel anzulegen. Wir haben zunächst ein Kalbfilet Lungenbraten als sortenreines Futtermittel mit der Klassifizierung Fleisch
angelegt und dieses in unserer Testanalyse verwendet. Insbesondere die Auswirkungen der Klassifizierung Fleisch haben wir im Rationsmix dann gesehen. Mit der Erfassung eines Mischfutter ist es zudem möglich, unsere eigenen Rezepturen und kommerzielle Fertigprodukte zu erfassen. Hier ist es möglich, die Zusammensetzung zu definieren. Dies haben wir am Beispiel eines Nassfutter aus Fisch und Pute getan. Die Verwendung dieses Futtermittels in Analyse mit deren Rationsmix-Auswirkungen wurde zudem gezeigt. Eine tolle Möglichkeit, die es nun erlaubt, bei Verwendung nur eines Futtermittels die Zusammensetzungsanteile in der Grafik nun anzuzeigen. Die Verwaltungsübersicht bietet neben den üblichen Sortier- und Filtermöglichkeiten zudem eine sehr nützliche Verwendungsnachweisübersicht. Dieser zeigt uns, ob und wo wir unsere angelegten Futtermittel verwenden. Integriert ist in der Verwaltungsübersicht auch die Editierung und natürlich das Löschen der Futtermittel. Achtet bitte auf Sorgfalt, auf die Einheiten und Beträge der Inhaltsstoffangaben, die ihr erfasst. Nur so kann eine korrekte Verwendung in der Analyse auch stattfinden. Und nun viel Freude beim Anlegen eurer Futtermittel.